Guten Morgen allerseits. Hier sind meine 4 Kätzchen, die warten schon aufs Frühstück. Mr. Thor, Mr. Odin, Madame Fenja und Tesla. Und da ist das Frühstück. Und da ist der letzte Napf, kann man nicht sehen. So, wir haben aktuell minus 23 Grad. Kilometerstand 166.395. Tesla, bitte warten, bis alle in der Reihe sind. Tag 2 und in einer halben, dreiviertel Stunde werden wir starten. Jeder, der Teil 1 gesehen hat, kann am Anfang des Videos den Kilometerstand vom ersten Tag, vom Start sehen. Und dann können wir mal berechnen, wie viel ich gefahren bin gestern. Bis später. So, friedlich ist nebeneinander beim Frühstück. Ganz schnell, schlapp, schlapp, schlapp. Leider konnte ich das Miau-Konzert nicht aufnehmen. Als ich aufgewacht bin, da hatte ich das Handy noch nicht zur Hand. Aber es lassen sich alle 4 schmecken. Mal schauen, ob wieder irgendjemand von dem anders klauen muss. Meistens klauen die beiden großen Kater untereinander. Ach, Fenja, du hast die Mülltüte vor der Nase, Entschuldigung. So, wenn die Katzen fertig sind mit Frühstücken, dann gehe ich in die Rosneft-Tankstelle, mir was zum Frühstück holen, ein Käffchen und was Leckeres zu essen. Heute will ich mal was anderes haben. Wir haben es noch dunkel draußen, wir haben es jetzt 4:30 Uhr am Morgen. Ach, die Scheibe ist dreckig. Naja, dann bis später miteinander. Guten Morgen allerseits, ich mache mein zweites Frühstück im Café-Restaurant 297 auf dem Weg nach Omsk. Und ich habe noch etwa 300 Kilometer bis dorthin zu fahren. Deswegen der Name hier 297. Was noch 297 bis Omsk sind an Kilometern. Ich habe mir erstmal ein Käffchen besorgt und ein bisschen was zum Frühstück. Das ist relativ preisgünstig hier zu essen. Kann man nicht meckern. Auto steht draußen mit laufendem Motor, damit die Kiste nicht frieren. Und dann geht es gleich weiter. So, und sieht der ganze Spaß von außen aus. Etwa gegen 8:10 Uhr. Ich stehe jetzt hier an dem Café, 297 Kilometer. Hab Pause gemacht und jetzt geht es weiter in Richtung Omsk. Die Nacht war es minus 31 Grad. Ist schon ganz schön knackig kalt, muss ich sagen. Kann man mit euren Temperaturen da in Europa nicht vergleichen. Für unsere Statistikfreunde, ja, 8:24 Uhr, 1666, 588 Standkilometer am zweiten Tag nach dem zweiten Frühstück. Mademoiselle Fenja? Ja, miau, ihr könnt da gleich wieder rauskommen. Fenja. Guten Morgen. So, ich lasse die Katzen jetzt wieder raus, weil zum Frühstück muss ich sie einspannen. Wenn ich die Tür aufmache, wollen die immer raushoppeln. Und das ist nicht so gut für die Kleinen in der Kälte, weil die einfach neugierig sind. Und jetzt lasse ich sie wieder raus und jetzt geht's weiter. Für euch zum Beweis, wie kalt es ist. Wir haben schon richtig warm jetzt. Nur noch minus 29 Grad. Wow. Bisschen Außenansicht. Nichts Besonderes. Im Star Trek sagten sie früher immer, unendliche Weiten der Weltraum. Ich kann sagen, unendliche Weiten Russland. Weil das geht hier ewig. Hunderte Kilometer nur Straße. Und wenn man Glück hat, hat man alle 50 bis 60 Kilometer mal einen Haltepunkt mit einer Tankstelle und einem kleinen Imbiss. Und das war's. Und ich habe immer noch knappe 2000 Kilometer vor mir. Himmel ein Bärenfänggewehr. Und Windböen heute. Furchtbar. Ja, und wie man sieht, LKWs über LKWs. Das ist ja die Hauptschlagader Richtung Sibirien.
zieht ja auch alle möglichen Modelle an. Alle LKW, Scania, Renault, Volvo, Mercedes, ist alles vorhanden. Citrac, dann die ganzen chinesischen. Ja, haben wir gerade einen Citrac gehabt. Also es ist ja alles vorhanden. Von Sanktionen nichts zu spüren. Bis später. So, für euch Fragenbeantwortung. Im letzten Video gab es Kommentare, einige waren verwirrt, wann ich wo gewesen bin und warum und wieso, weshalb, weswegen. Ganz einfach. Vor 2 Jahren waren wir in Ufa. Ufa ist in Baschkortostan. Das ist unsere Heimatstadt. Da haben wir lange Zeit gelebt, von dort aus bin ich gefahren auf Dienstreisen. Dort habe ich gearbeitet. Dort haben wir ein Haus vor 7 Jahren oder 6 Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr genau, jetzt ist egal. Gekauft. So. Dann sind wir von Ufa, Baschkortostan, nach der Republik Burjatien gegangen zum Arbeiten und zum Leben. Ging schief, Notbremse gezogen, ab nach Hause. Die Familie mit dem Zug, Frau und Kinder mit dem Zug und ich mit Katzen im Nachgang, nachdem ich alles ausgeräumt und sortiert hatte, den Hänger voll beladen, den Rest, den man nicht mehr braucht und nicht transportieren konnte, verkauft hatte im Dorf, auch nach Hause, nach Ufa, Baschkortostan, zurück zu unserem Haus. Da unser Haus 2 Jahre leer stand, es dort schon Probleme gab mit Einbruchsversuchen, haben wir jetzt entschieden, da wir jetzt wieder einen neuen Weg gehen, aber diesmal nicht 5000 Kilometer entfernt, nur 3000, knappe 3000, dass wir das Haus vermieten oder verkaufen. So, zum Verkaufen ist die Bürokratie umständlich momentan, haben wir keine Lust dazu. Dauert Zeit, damit es nicht leer steht, wird es vermietet. Wenn wir es vermieten wollen und auch tun, ab 1. Februar mussten wir den restlichen Hausrat, der noch vorhanden war, und die Möbel, waren relativ viele neue Möbel, die wir dort noch stehen hatten, ausräumen. Und das habe ich alles von Ufa ins Litoralgebirge auf unsere Dacia gebracht. Deswegen bin ich so oft von Ufa, Dacia gefahren. Und dann die Kommentare, ich soll mir doch einen 12er mieten. Leute, ihr habt doch keine Ahnung, was das für eine Bürokratie hier ist. Wie schwierig das ist und wie auffällig man dann auch im Straßenverkehr ist. Die vielen Kontrollen für die LKWs bei uns, die wir hier haben. Nee, danke. Dann noch eine Schutzzahlung machen für den LKW und einen horrenden Mietpreis haben. Oder vielleicht eine Firma mieten, die das fährt. Da hätte ich die Möbel gleich wegschmeißen, könnt ihr euch mal neue kaufen später. Funktioniert nicht. Mit dem Hänger mieten habe ich versucht. Im Internet tolle Angebote gefunden. Absolut wow. Ja, zu 3 durch eine Vermieterfirma hingefahren, gefragt, dumme Ausreden, den Anhänger haben wir nicht, den haben wir nicht, der ist kaputt, aber wir hätten den großen da. Für Schlappe 2,5, 2,6, 2,8.000 Rubel pro Tag. Aber mindestens 2 Tage müssen sie mieten. Ja, schön. Bin ich wieder bei knapp 6.000 Rubel. 6.000 Rubel fahre ich 5, 6 Mal hin und her, problemlos mit dem Niva. Und dann noch eine Schutzzahlung machen, Salok nennt sich das hier, für den Anhänger. Wo ich nicht weiß, kriege ich sie wieder, kriege ich sie nicht wieder. Weil solche Sachen habe ich schon erlebt hier in Russland. So, und dann das nächste, LKW mieten kennt ich sowieso nicht. Ich habe nur Pkw-Führerschein kostenlos tauschen können in Russland. Ich habe keinen LKW-Führerschein. Ich habe einen deutschen LKW-Führerschein, aber ich konnte ihn nicht kostenlos tauschen. Für den LKW-Führerschein müsste ich hier Examen machen. Da habe ich keine Lust und keinen Bock zur Zeit. Echt nicht. Also, lieber alles aufs Dach, hinten rein, Rückbank-Komplettkraft, vollgekracht und eben gefahren. Fertig. Und jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Irkutsk in unser zweites neues Projekt. Dort arbeiten und leben. Mal schauen, wie es wird. Ich bin guter Dinge. Bis später. Wieder mal in Stau. Mal schauen, was uns erwartet. Bin mal neugierig.
LKW von der Straße abgekommen. Naja. Jo, nur da. Und weiter geht's. Ich bin jetzt in Omsk angekommen und auf einem Parkplatz bei diesem schönen Geschäft mit der 5, heißt bei uns Peterotschka, wäre bei euch analoger ALDI oder das Lidl. Da gehe ich jetzt rein, mir ein bisschen Katzenfutter holen für meine 4 kleinen Fellnasen. Bin am Stadtrand schon, am Ortsausgang, und dann geht die wilde Fahrt weiter in Richtung Irkutsk. Ich gehe mal kurz rum, die andere Ansicht für euch noch einfangen. Turn right. So sieht's aus. Peterotschka Universam. So, Abschlussvideo für den heutigen zweiten Tag. KM-Stand 167.127, 19:11 Uhr, meine Fahrt ist beendet. Ich stehe in der Nähe der Stadt Tatarsk auf einem Tankstellenparkplatz. Hab mir es hier gemütlich gemacht. Bei mir gibt es heute nur einen Schwarzbrotriegel als Abendbrot. Mehr brauche ich nicht. Ich habe einfach keinen Hunger. Und mein Lieblingsgetränk Tschernogolovka Baikal mit Tannenzapfengeschmack. Fenja Maus wartet schon. Es gibt Abendbrot. Bei uns gibt es hier dieses Kitte Pro heute mit Entenpastete. Mal sehen, ob sie es fressen. Habe ich extra geholt. Dann war ich noch in Omsk in Detailleladen für Lada. Das ist der Deckel vom Kühler. Den muss ich austauschen, weil die Dichtung hier kaputt ist. Naja, 200 Rubel, 2 Euro, kann man verschmerzen. Originalteil Lada. Passt schon. Ja, und ansonsten gibt es keine großen Neuigkeiten. Ich bin müde und will einfach nur noch schnell was essen und schlafen. Die Katzen kriegen noch Abendbrot und dann ist bei mir heute Schluss. Morgen geht's weiter. So. Kätzchen haben ihr Abendbrot, lassen sie es genüsslich schmecken. Da unten ist noch Mr. Odin. Dort, das Land Finja, lassen sie schmecken und ich auch jetzt. Jetzt ist Feierabend.